Deutsch lernen durch Hören. Eine Ausrede finden. Jan geht langsam die Straße entlang. In der Hand hält er seine Sporttasche. Er soll zum Training gehen, aber heute hat er keine Lust zum Fußballspielen. Er schwenkt den Arm und schleudert die Tasche hin und her. Er braucht unbedingt eine Ausrede, damit er nicht zum Sport muss. Plötzlich kommt von hinten ein Radfahrer. Jan hat ihn nicht bemerkt. Die Sporttasche streift das Rad und verfängt sich am Gepäckträger. Der Fahrer kann gerade noch sein Gleichgewicht halten. Schimpfend fährt er weiter, aber die Tasche hängt am Fahrrad. Der Radfahrer bemerkt es nicht und biegt schon um die Ecke. Jan läuft ihm hinterher, aber der Mann ist schneller als er. »So ein verdammter Mist!« Jan flucht. Ohne den Inhalt der Tasche kann er nicht trainieren. Oh, er kann nicht trainieren? Genau das wollte er ja. Nun hat er eine perfekte Ausrede. Aber hier kommt das nächste Problem. Was soll er zu Hause sagen, wenn er die Tasche nicht mehr hat? Sportsachen sind teuer. Wenn er die Wahrheit sagt, bekommt er Ärger mit den Eltern. Er braucht unbedingt eine weitere Ausrede. Jan kehrt um und geht sehr langsam nach Hause. Unterwegs denkt er angestrengt nach. »Mama, meine Tasche ist weg. Sie wurde mir von einem Dieb auf einem Fahrrad einfach gestohlen.« Die Mutter ist wütend, aber nicht auf den angeblichen Dieb. »Aha, seltsam. Dieser sogenannte Dieb hat mich eben angerufen. Du hast ihn fast vom Rad geworfen, als du mit der Tasche geschleudert hast. Er hat sie am Gepäckträger gefunden, als er zu Hause war. Unsere Telefonnummer steht auf dem Beutel. Du darfst heute nicht zum Sport gehen, weil du mich angelogen hast. Hol die Tasche bei ihm ab und entschuldige dich.« Jetzt wäre Jan doch lieber zum Fußballtraining gegangen.